Ziemlich nette Promenade hier. Die Stadt hier heißt Progreso, ist ungefähr 30 Kilometer von Mérida entfernt. Unser Ziel für heute, die Hauptstadt von Yucatan. Jetzt wollen wir mal gucken, wir sind extra wieder früh losgefahren, ist jetzt wieder kurz vor 7 ungefähr, würde ich sagen. Die Sonne geht gerade auf. Ist eine etwas größere Straße, die wir heute fahren werden. Aber ich hoffe mal, dadurch, dass nicht Wochenende ist, heute ist Dienstag und früh morgens, dass da nicht so viel Verkehr sein wird. Weil am Wochenende kommen hier halt schon viele Leute aus Mérida her. Das ist so ein bisschen der Rückzugsort für die Leute, so ein bisschen Urlaubsort. Haben auch einige Leute dann hier Ferienhäuser und so weiter. Und am Wochenende ist hier schon gut was los. Dementsprechend auch auf den Straßen. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, heute nicht ganz so viel. Let's see. Ganz optimal ist das jetzt wirklich nicht, muss ich schon sagen. Es ist halt eine dreispurige Autobahn hier, aber kein Verkehr, so gut wie kein Verkehr. Von daher passt es halt doch gut, dass wir so früh losgefahren sind, oder ich weiß nicht, ob hier normalerweise mehr Verkehr ist, keine Ahnung. Daumen drücken, dass es so bleibt. In Mérida waren wir schon vor ungefähr 1,5 Monaten. Und zwar, wir haben Kiras Passport da abgeholt. Und jetzt ist echt ein witziges Gefühl, da wieder anzukommen und dafür aber einen Monat gebraucht zu haben. Und davor sind wir mit dem Auto einfach in 3 Stunden da gekommen. Und jetzt war das ein schon sehr besonderer Monat für uns. Seit so einer langen Zeit wieder unterwegs zu sein, zu dritt zu sein, das Abenteuer zusammen zu erleben und jetzt irgendwie doch in einer Stadt anzukommen, wo man schon war. Ich freue mich. Das Coole ist vor allem nämlich auch, dass morgen am 15. September der Unabhängigkeitstag, der Nationalfeiertag von Mexiko ist. Und wir hoffen mal, dass in Mérida dazu ein paar Festivitäten stattfinden werden. Deswegen Corona natürlich ein bisschen ungewiss. Ich habe ein bisschen gegoogelt, nicht wirklich was gefunden. Werden wir mal sehen. Was ich gefunden habe, ist, dass es in Mexico City höchstwahrscheinlich irgendwie stattfinden soll und es Festivitäten geben wird. Aber ob das in Mérida dann genauso sein wird, keine Ahnung. Ich denke mal, ein bisschen was wird auf jeden Fall los sein, weil das, wie gesagt, der wichtigste Nationalfeiertag ist. Und von diesem Tag rührt auch der bekannte Spruch Viva Mexico. Von daher denke ich, ein bisschen was wird das schon gehen und wir werden ein paar coole Sachen dort in der Stadt erleben. Aber wir werden sehen. Da kommt der Fahrradclub von Mérida. Endspurt. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. Gut, den großen Highway verlassen wir jetzt gerade. Wir nähern uns der Stadt und fahren jetzt auf kleineren Wegen. Ah, guck mal, sogar auf Fahrradwegen.
Geil, sogar auf Fahrradwegen in die Stadt hinein. Ist jetzt nicht so der allergeilste Fahrradweg, aber immerhin gibt es einen. Das finde ich schon mal ziemlich cool, weil Radwege sind ansonsten in mexikanischen Städten wirklich Mangelware. Ich weiß gar nicht. Letztens hatten wir auch mal ein kurzes Stückchen ein, aber sonst so in einer großen Stadt, weiß ich nicht, erinnere ich mich jetzt gar nicht. Von daher eigentlich ziemlich cool. Guter erster Eindruck. Taqueria Don Michel. Die besten Tacos in der Stadt. Que mentir en la sierra, al pies de los magueyales, y que me cubre esa tierra, tierra de hombres cabales, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Das war jetzt unsere erste so eine Großstadtreinfahrt. Das hat ziemlich gut funktioniert, aber man merkt schon, dass es echt eine andere Kaliber, wenn es eine Großstadt ist oder wenn man in so eine Kleinstadt reinfährt. Das fängt schon irgendwie, 10 Kilometer sind wir jetzt, glaube ich, reingefahren. Aber wir haben ein bisschen so Schleichwege ausgesucht und da wäre das einigermaßen ruhig. Guten Abend, nächster Tag. Wir sind sehr, sehr gut in unserem Hostel angekommen und jetzt wollen wir ein bisschen in die Stadt gehen. Jetzt ist abends, ist ein bisschen abgekühlt. Olga ist da gerade im Hintergrund noch am Rumwühlen und packt Kira ein, macht Kira fertig. Sehr schön. Wir haben erstmal jetzt einen Termin für eine Free Walking Tour. Das geht in, ich glaube, 20 Minuten los. Müssen wir zusehen, dass wir jetzt dahin kommen. Ist aber nur irgendwie 5 Minuten oder so entfernt. Das eigentlich bemerkenswerteste. Das eigentlich bemerkenswerteste an der Stadt Mérida ist, denke ich, dass es eine extrem sichere Stadt ist. Und zwar ist Mérida erstmal die sicherste Stadt Lateinamerikas, dann aber auch die zweitsicherste Stadt quasi Nordamerikas und somit halt im Ganzen auch die zweitsicherste Stadt des amerikanischen Kontinents nach Quebec in Kanada. Ist diese Stadt sicherer als alle Städte in den USA, alle Städte, was weiß ich, in Südamerika und auch im weltweiten Vergleich natürlich dementsprechend relativ hoch auf der Liste der sichersten Städte. Zum Beispiel im Vergleich ist Mérida zum Beispiel sicherer als Städte wie Helsinki, Zürich oder Bern. Das sind die Städte, die mir jetzt von dem Ranking noch einfallen, was ich vorhin gelesen habe. Ich finde das mega beeindruckend, warum das genauso ist. In einem Land wie Mexiko, wo es halt ja schon viel Gewalt gibt, viele sehr, sehr unsichere Orte. Das weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung, vielleicht finden wir das noch raus. Ich habe es in meiner Recherche halt irgendwie nicht wirklich rausfinden können, warum es halt wirklich so ist. Warum diese Stadt so sicher ist. Gut, da stand dann halt irgendwie, weil hier viel Polizei ist und so. Aber okay, warum ist hier viel Polizei? Keine Ahnung. Falls ihr das irgendwie genau wisst, gerne auch in die Kommentare schreiben, aber vielleicht finden wir es auch noch raus. Que mentir en la sierra, al pies de los magueyales, y que me cubre esa tierra, tierra de hombres cabales, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y
la tierra de hombres cabales. Yo le canto a sus maizales, a sus praderas y flores, que son como magueyales para el amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Ay, ay, ay. ¡Viva México! ¡Viva México! Okay, ihr seht es schon, also hier ist viel Polizeieinsatz, nicht weil hier irgendwas los ist, sondern einfach weil sie den Zócalo, den Hauptplatz hier komplett abgesperrt haben, einfach Sicherheitsvorkehrungen für heute Abend. Und die Sache ist halt die, um 11 Uhr findet halt heute dieser El Grito, der Schrei, quasi diese Ansprache des Gouverneurs von Yucatan hier statt. Hinter mir auf dem Platz, aber ja, irgendwie das Komische oder weiß ich auch nicht, oder wie sie sich das ausgedacht haben. Das Ding ist halt, hier in Yucatan, in Mérida, gibt es eine Ausgangssperre im Moment wegen Covid. Um 11 Uhr darf keiner mehr draußen sein, dementsprechend kann das niemand live mitverfolgen. Ich weiß auch nicht, wie genau das dann funktioniert. Vielleicht finden wir irgendwie auf Facebook oder auf YouTube irgendwie einen Live-Mitschnitt davon. Das können wir dann hier auf jeden Fall reinschneiden. Ich würde sagen, Viva México, Viva México. Wir hoffen mal, nächstes Jahr sieht es hier alles schon wieder besser aus. Die Leute können wieder vernünftig feiern. Wir gehen jetzt zurück ins Hostel und morgen erkunden wir die Stadt noch ein bisschen weiter mit euch. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Guten Morgen. Hier im Stadtzentrum ist nach wie vor noch alles abgesperrt. Allerdings nicht mehr ganz so strikt wie gestern Abend. Laufen darf man hier jetzt wieder. Gestern Abend wurde das dann noch großflächig, alles irgendwie um den Zócalo, um den Hauptplatz abgesperrt. Man durfte dann auch nicht mal mehr laufen. Jetzt darf man hier wenigstens laufen, nur Autos sind noch verboten. Ziemlich entspannt auf jeden Fall für uns, hier schön auf den Straßen zu laufen. Das ist immer besonders schön, wenn wenig Autos hier im Zentrum unterwegs sind. Man einfach gemütlich zu Fuß alles erkunden kann. Hier ist der Zócalo. Noch alles abgesperrt. Und gestern haben wir auf jeden Fall noch rausgefunden, so ein paar Gründe, warum Mérida denn jetzt wirklich als sicherste Stadt Mexikos, als zweitsicherste Stadt des amerikanischen Kontinents gilt. Also in Mexiko ist es halt so, es gibt natürlich wirklich riesengroße Probleme mit den Kartellen, mit den Narcos, mit Drogenschmuggel. Und die Sache ist die, dass Mérida, Yucatan halt erstmal geografisch nicht so wirklich attraktiv dafür ist. So, das liegt halt nicht wirklich irgendwie auf dem Weg von Südamerika nach Nordamerika. Ist halt irgendwie ein Umweg. Und zweitens sind hier halt auch super wenig Touristen, die das dann hier direkt kaufen würden. Also es macht einfach keinen Sinn, hier irgendwelche Drogenaktivitäten, irgendwelche Sachen irgendwie anzubieten oder zu machen. In Quintana Roo, wo wir vorher waren, also Cancún, Playa del Carmen, da sieht es halt ganz anders aus, weil da sind halt super viele Touristen, die kaufen das ganze Zeug. Das ist tatsächlich einer der gefährlichsten Staaten im Endeffekt in Mexiko. Und hier in Yucatan und insbesondere in Mérida sieht es halt ganz anders aus. Was ganz interessant ist allerdings, dass, da wird auf Wiedersehen gesagt, sehr gut, die verstehen uns hier schon. Was allerdings ganz interessant ist, dass hier in Mérida durchaus höchstwahrscheinlich ein paar Narcos-Bosse und Narcos-Familien und so weiter leben, die einfach auch die Sicherheit der Stadt natürlich wertzuschätzen wissen. Wir können hier rüber.
und das Ganze so auch für sich einfach als sicheren Rückzugsort sehen. Denn unser Guide hat uns gestern erzählt, so im Norden von der Stadt, da gibt es so ein paar Viertel, wo einfach superreiche Menschen leben mit riesengroßen Anwesen und so weiter. Und die normale Bevölkerung hier weiß einfach nicht, was das für Menschen sind, wo die ihr Geld herbekommen, was die machen. Die wissen überhaupt nichts über diese Menschen. Und da liegt die Vermutung halt relativ nah, dass das halt durchaus Familienmitglieder der Narcos sind, die hier einfach ein ruhiges, zufriedenes Leben irgendwie in Mérida dann führen, abseits der ganzen Drogenkriege. Ja, was da genau hintersteckt, wissen wir nicht. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend hier in dieser Stadt unterwegs zu sein, muss ich schon sagen. Und jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal, dass wir was zu frühstücken bekommen. Teilweise vielleicht auch nicht ganz so sicher hier. Wir starten jetzt erstmal den Tag mit einem richtig guten Frühstück. Was haben wir? Wir haben einmal Maletas. Sind irgendwie so Brote mit Bohnen und Käse, so traditionelles mexikanisches Frühstück. Und was noch traditioneller ist, sind Chilaquiles. Und zwar, das wird traditionell aus Tortillas gemacht, die vom Abendessen noch übrig geblieben sind. Die werden angebraten und noch mit so unterschiedlichen Reste Frühstück essen sozusagen, unterschiedlichen Gemüse serviert, Käse und eine warme Soße normalerweise. Ist da eine warme Soße? Ja, da. Ja, sehr gut. Und der Käse, das ist hier ein hausgemachter Mandelkäse. Richtig nice, sieht richtig gut aus. Guten Appetit. Kio provecho. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores. Carnal, por favor, carnal, estamos. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Thank you, sir. And I'm sorry about that. I can't think. No, don't worry. God bless you, my brother. Thank you. Let me show you. I want to practice my English and then you practice your Spanish. My name is Ernesto. Your name? Olga. Olga. And you? Soy Miguel. Michael. Michael. Nice to meet you. So, are you first time in Mexico? No, second time actually. We've been here for 6 months now actually. But not in Merida. No, not in Merida. Merida is just 2 days now, 3 days actually. So, you were in the car? We have a bicycle actually. We are traveling with bicycle. Oh, wow. Good experience. I recommend, which side you go? Which place? We will now go to Uxmal and Campeche. Uxmal. Visit the museum of the chocolate. Chocolate museum in Uxmal? Chocolate museum before the Uxmal. Ah. Then to Uxmal, one cenote.
in the east side. What's the name of the cenote? I'm not sure, but then one cenote, and then to Ishmael you see Kaaba. Nice. It's a route. Do you know why the people say that Merida is so safe city? I know, Why? because the safe city, people are friendly, nice people, and so many people move from the north of the city to in Yucatan live, and because we friendly people. Ah, very good. Yeah. Absolutely, very friendly people. Come on. Thanks. Oh, sí, pobre. In Kaaba Miguel. Y tenía Kaaba Ernesto. Mucho gusto. Boutique. Gracias. And look at the procession. Okay. And then we have to drive. And then we have to make the hammocks. The hammocks are made out of this. Yes. And how we sleep. You see the girl is a European. How she lying in the hammock. Very good. Like you see in the picture. Yeah. Same position. European girl lying today. No, it's okay. No problem. Unser Spaziergang heute Morgen wurde dann leider durch Kira irgendwie ein bisschen unterbrochen. Die wollte gerne nach Hause, aber war auch in Ordnung so. Wir sind dann nach Hause, haben Mittagsstunde gemacht, bisschen gearbeitet, bisschen gechillt und so weiter. Und jetzt sind wir wieder unterwegs. Die eigentlich letzte große Hauptsehenswürdigkeit hier in Merida, die Paseo de Montejo. Eine Straße, hier filmen wir mal nach vorne, die, so wird irgendwie gesagt, von der Champs-Élysées in Paris tatsächlich inspiriert ist. Also das waren die gleichen Leute, die damals halt durch den Sisalhandel reich wurden. Die haben dann insbesondere halt auf dieser Straße wirklich gesagt, hey, lass uns irgendwie eine Champs-Élysées bauen. Und man sieht schon, hier ist ein großer, breiter Fußgängerweg mit ganz vielen Restaurants und so weiter. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Wir drehen hier jetzt mal eine kleine Runde. Que me entierren en la sierra, al pies de los Magallanes, y que me cubre esa tierra, tierra de hombres cabales, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan. Wir beenden das Video hier für heute und nächste Woche, wissen wir noch gar nicht so ganz genau, werden wir dann irgendwie wieder losfahren mit dem Fahrrad und euch da dann wieder einmal intensiv auf Fahrradtour, sage ich mal, mitnehmen. Die letzten Videos waren jetzt doch so ein bisschen mehr städtebezogen. Ich denke, beim nächsten Mal wird es ein bisschen mehr Fahrradfahren wieder geben. Pedalien drehen. Richtig, schön in die Pedalen treten, ein bisschen Kilometers machen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall bleiben wir noch ein paar Tage hier in der Stadt, genießen das Ganze, machen ein bisschen Pause. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, einmal Daumen nach oben da lassen, gerne Kommentare schreiben und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Que estoy dormido y que me traigan aquí.